Grüßt euch Freunde, ich hoffe euch allen geht's gut. Mein Name ist Alexander Plotnikow und ich bin unter anderem technischer Spezialist im Eiskunstlaufen. Ich habe mich entschieden, ein Video zu erstellen, vor allem für die Eltern der Eiskunstläufer, weil mir in letzter Zeit aufgefallen ist, dass ziemlich viele Eltern wenig bis gar keine Ahnung haben, wie und vor allem was im Eiskunstlaufen gewertet wird. Und ich habe mir gedacht, ich erstelle dieses Video, um vielleicht für ein bisschen Klarheit zu sorgen. Ich denke, wir gestalten dieses Video so, dass es relativ locker ist, weil an sich ist der Stoff relativ trocken, die Theorie ist immer ziemlich trocken und ich glaube, je lockerer wir das hier gestalten, desto einfacher wird es sein, alles zu verstehen. Deswegen verzeiht mir, wenn ich ein paar Ausdrücke nicht ganz korrekt verwende. Ich werde probieren, so wenig Fachbegriffe wie möglich zu verwenden und so umgangssprachlich wie möglich zu reden, damit es auch wirklich jeder versteht. Ich habe mich dafür entschieden, dass wir heute ein Video über Pirouetten machen, da mir aufgefallen ist, dass vor allem in den kleineren Kategorien ganz viele Pirouetten weggestrichen werden bzw. zurückgestuft werden, weil diese qualitativ nicht ganz richtig ausgeführt werden. Und im Nachhinein ist es für viele Sportler und vor allem für Eltern nicht ganz einfach nachzuvollziehen, warum jetzt eine Pirouette beispielsweise weggestrichen worden ist. Lasst uns probieren, das alles jetzt herauszufinden. Wir fangen ganz bei der Basis an. Im Eiskunstlaufen gibt es 3 Basispositionen: die Waageposition, die Sitzposition und die Standposition. Zuerst befassen wir uns mit der Sitzposition. Was ist bei der Sitzposition generell wichtig? Ja, wie ihr euch sicherlich denken könnt, gibt es gewisse Kriterien, damit eine Basisposition zählt. Und bei der Sitzposition ist es so, dass im Regelwerk steht, dass der obere Teil des Standbeines parallel zum Eis sein muss, mindestens parallel zum Eis sein muss. Leichter ausgedrückt, der Po muss unterhalb des Knies sein, beziehungsweise auf einer Höhe oder unterhalb des Knies, damit die Sitzposition auch tatsächlich gezählt wird. Und das ist wirklich ganz wichtig. Zur Veranschaulichung habe ich hier ein Video für euch. Ja, das da oben bin tatsächlich ich. Ich hoffe, das stört keinen, aber lasst uns zurück zur Sitzpirouette kommen. Auf jeden Fall seht ihr, dass ich da oben eine richtige Sitzpirouette drehe. Mein Po ist unterhalb des Knies, also ist die Sitzposition eingehalten, und wenn ich die Sitzpirouette so beim Wettbewerb zeigen würde, würde diese gezählt werden. Jetzt als Gegenbeispiel eine Sitzpirouette, die nicht ganz richtig ausgeführt wird. Wie ihr seht, sieht es im Prinzip anfangs schon wie eine Sitzpirouette aus, weil ich bin im Knie, aber wenn ihr nochmal genauer hinseht, seht ihr, dass mein Po nicht unterhalb des Knies ist und auch gar nicht parallel zum Eis. Deswegen haben wir da gar keine Sitzposition. Und diese Pirouette kann als keine Sitzpirouette gewertet werden. Also ganz wichtig, bei ganz vielen Wettbewerben, vor allem in den kleineren Kategorien, wo eine Pirouette in einer Position vorgeschrieben ist, machen ganz viele eine Sitzpirouette. Wenn sie die Sitzposition aber nicht richtig einhalten, kann diese Pirouette leider nicht gewertet werden und dann gibt es 0 Punkte dafür. Und das ist unglaublich schade, weil man die Pirouette einfach schlampig ausführt. Und das ist echt schade, so viele Punkte zu verlieren. Kommen wir jetzt zur Waageposition. Was ist bei der Waageposition denn wichtig? Bei der Waageposition heißt es laut Regelwerk, dass das Knie des freien Beines überhalb der Hüfte sein muss. Ja, wieder leichter gesagt, das freie Bein muss überhalb des Po's sein, beziehungsweise auf einer Höhe, aber am besten überhalb des Po's, oder dass wir hier einen rechten Winkel haben zwischen den beiden Beinen oder größer. Wenn das nicht der Fall ist und das Bein einfach nur unten hängt, wird diese Position nicht gewertet, dann haben wir keine Waagepirouette. Wieder als Beispiel drehe ich hier oben eine Waage. Wie ihr seht, ja, ich habe nicht die allertollste Waage, ich bin keine Michelle Kwan, aber diese Waage würde tatsächlich gezählt werden. Das Knie ist überhalb der Hüfte, beziehungsweise das Bein ist überhalb des Hinterns, und so würde es gezählt werden. Jetzt wieder als Gegenbeispiel eine Waage, wo das Bein im Prinzip einfach nur da hängt. Es sieht zwar aus wie eine Waageposition, erfüllt aber die Kriterien nicht. Auch hier, wenn ich so eine Waage im Wettbewerb machen würde, würde diese nicht gezählt werden. Leider. Und wie gesagt, in den kleinen Kategorien zeigen ganz viele Läufer so eine Waage, die letzten Endes weggestrichen wird. Und ich bin mir sicher, dass ganz viele Läufer es besser machen können. Aber wegen der Aufregung und weil die Musik läuft und man schneller zum nächsten Element laufen muss, werden diese Elemente leider schlampig ausgeführt. Und deswegen gibt es dann auch gar keine Punkte dafür. Natürlich gibt es noch die Standposition, auf die ich hier aber nicht weiter eingehen werde, da bei dieser die wenigsten Fehler gemacht werden. Wichtig bei der Standposition ist aber, dass das Bein, auf dem man steht, gerade bzw. leicht gebeugt ist und dass man dabei keine Waageposition macht. Dann gibt es eine Kombinationspirouette.
Bei einer Kombinationspirouette müssen alle 3 Basispositionen gezeigt werden, sprich die Waageposition, die Sitzposition und die Standposition. Nehmen wir jetzt die ganz klassische Kombinationspirouette, für die man ein Base Value bekommt, also die ganz normale Basisnote, die Waage, Sitz, Stand. Was ist hierbei wichtig? Generell ist bei jeder Basisposition wichtig, dass man mindestens 2 Umdrehungen dreht, damit dies überhaupt gezählt wird. Und 2 Umdrehungen heißen auch wirklich 2 Umdrehungen. 2 Umdrehungen sind nicht eine Umdrehung, nicht 1,5 Umdrehungen, nicht 1/3 Umdrehung, sondern wirklich 2 Umdrehungen. Und 2 Umdrehungen bedeutet auch, dass man nicht nur kurz bis 2 zählt, nein, man muss wirklich 2 Mal in der Position die Drehung zeigen, damit diese Position auch gezählt wird. Und in der Kombinationspirouette müssen alle 3 Positionen gezeigt werden: Waage, Sitz und Stand. Ganz oft kommt es in den Wettbewerben dazu, dass in der Kombinationspirouette die Läufer eine oder mehrere Basispositionen nicht richtig zeigen. Sprich, sie zeigen eine Waage, Sitz, Stand, sind in der Waage zu kurz, in der Sitz zu hoch und dann hat man nur noch eine Position in der Kombinationspirouette. Was leider nicht geht. Wenn man tatsächlich nur noch eine Position, eine richtig ausgeführte Position in der Kombinationspirouette hat, dann wird diese leider komplett weggestrichen. Hier ein Beispiel. Wie wir hier sehen, sind wir viel zu kurz in der Waagepirouette, gehen runter in die Sitze, sind aber nicht in der Sitzposition, sprich sind einfach zu hoch, gehen hoch in die Stand ist okay. Trotzdem haben wir in der Kombinationspirouette nur eine Basisposition, deswegen wird diese weggestrichen. Gehen wir jetzt mal aber von dem Fall aus, dass das Kind einen Wettbewerb hatte, hat ihre Urkunde bekommen und am Ende schauen wir uns die detaillierten Ergebnisse an und sehen, dass da steht, dass wir eine Kombinationspirouette haben, sprich COSP, Combination Spin, und dahinter steht ein V. Was bedeutet das V? In diesem Fall bedeutet das V, dass der Läufer nur 2 Basispositionen gezeigt hat. Heißt, wir haben zum Beispiel, wie gesagt, eine Waage, Sitz, Stand. Und dann haben wir die Waage zu kurz gedreht. Die Sitz war okay, die Stand war okay, aber weil wir eben nicht die 3 nötigen Basispositionen hatten, sondern nur 2 Basispositionen hatten, wird diese Pirouette zurückgestuft. Und statt der normalen 1,5 Punkte bekommen wir nur noch 1,13 Punkte. Also verlieren im Prinzip 0,37 Punkte. Und das ist total schade, weil 0,37 Punkte, vor allem in den kleineren Kategorien, extrem viele Punkte sind und 1, 2, 3, 4 Plätze kosten könnten. Schauen wir uns jetzt mal eine Kombinationspirouette an, die richtig durchgeführt wird. Wie wir sehen, sind wir lange genug in der Waage, sind lange genug in der Sitz und vor allem erfüllen auch die Kriterien, dass die Position gezählt wird, und sind dann in der Stand. Und somit haben wir eine ganz klassische Kombinationspirouette mit einem Base Value von 1,5 Punkten und haben so die 1,5 Punkte bekommen. Und nur zum Vergleich, Pirouetten sind sehr wichtig. So eine Kombi-Pirouette in der ganz einfachsten Ausführung gibt bereits 1,5 Punkte, 1,5 Punkte. Im Vergleich dazu gibt ein Axel nur 1,1 Punkte. Deswegen wirklich, legt Wert auf die Pirouetten, die sind ganz, ganz, ganz wichtig. Kommen wir nun zu den Variationen. Wie ihr wahrscheinlich wisst, kann man in den Pirouetten Levels bekommen. Und Levels bekommt man durch Feature. Und je höher das Level bei einer Pirouette, desto mehr Punkte bekommt man. Deswegen möchte logischerweise jeder Sportler ein maximal hohes Level bekommen, um möglichst viele Punkte zu bekommen. Es gibt ganz viele verschiedene Feature, aber lasst uns ein Feature nehmen, das ganz, ganz viele Sportler vor allem auch in den kleineren Kategorien verwenden, nämlich die schwierige Variation in einer Basisposition. Zum Beispiel nehmen wir hier wieder als Beispiel die Sit Front, wo wir uns mit dem Oberkörper zum Bein beugen und somit eine schwierige Position haben. Wenn wir diese richtig ausführen, haben wir beispielsweise in unserer Sitzpirouette auf einmal ein Level 1. Bedeutet, dass wir mehr Punkte bekommen. Aber lasst uns tatsächlich nicht zu viel mit der Ausführung dieser Features befassen, sondern bei der Basisposition bleiben. Natürlich ist es wichtig, dass man die Features richtig ausführt, damit man dieses auch bekommt. Was aber noch viel wichtiger ist, dass man dabei in der Basisposition bleibt. Wenn ich jetzt in der Sitzpirouette eine schwierige Variation probiere, ist es trotzdem immer noch wichtig, dass ich dabei in der Sitzposition bleibe. Wie ihr hier oben seht, mache ich zwar eine schwierige Variation in der Sitz, bleibe aber in der Sitzposition. Mein Hintern ist unterhalb des Knies, also ist alles in Ordnung. Ich würde beim Wettbewerb eine Sitzpirouette gewertet bekommen mit einem Level 1, weil ich eine schwierige Variation hatte, was ein Feature ist. Jetzt seht ihr ein schlechtes Beispiel dafür. Ihr seht, dass ich eine Sitzpirouette drehe mit einer schwierigen Variation. Dabei ist die Sitzpirouette aber viel zu hoch. Mein Po ist nicht unterhalb des Knies, mein Po ist nicht parallel zum Eis.
Deswegen haben wir da leider keine Sitzposition und die komplette Pirouette wird nicht gewertet. Klar, ich habe mir Mühe gegeben, ich wollte eine schwierige Variation machen, ich wollte, dass ich ein höheres Level bekomme und somit mehr Punkte für die Pirouette bekomme. Da in der Pirouette aber die Basisposition gefehlt hat, wird diese leider komplett weggestrichen. Und das bemerke ich bei ganz vielen Eltern und Läufern, die im Nachhinein nach einem Wettbewerb nicht verstehen, warum es rausgestrichen worden ist. Weil man hat ja was Schwieriges gemacht und eigentlich müsste es dafür mehr Punkte geben. Wie kann es sein, dass es weggestrichen wird? Vielleicht wurde die Pirouette zu lange gedreht. Nein, es kommt wirklich auf die Ausführung an. Denselben Spaß gibt es bei der Waagepirouette. Da probieren auch viele Läufer ein Feature hineinzufügen, auch eine schwierige Variation, indem man beispielsweise das freie Bein oder den freien Fuß nach oben zieht. Dabei ist es natürlich auch wichtig, dass wir den Fuß auch tatsächlich nach oben ziehen und nicht einfach anfassen und dann unten halten. Dann probiert man zwar wieder ein Feature, aber wenn das Bein unterhalb der Hüfte hängt, wenn das Bein unterhalb des Po hängt, dann ist es wieder keine Waageposition, wie ihr hier oben seht. Ich probiere eine Waagepirouette zu drehen mit einer schwierigen Variation, die leider aber nicht gezählt wird, weil mein Bein viel zu tief ist. Und hier haben wir es wieder, ich probiere, ich möchte, dass das Level erhöht wird, ich möchte mehr Punkte bekommen, aber die Ausführung lässt es einfach nicht zu. Und all das gibt es natürlich auch in der Kombi-Pirouette. In der Kombi-Pirouette kann man auch Levels bekommen, indem man verschiedene Features anwendet. Wir bleiben aber bei der schwierigen Variation. Wie ihr jetzt zum Beispiel seht, drehe ich eine Waage Sitzstand und mache in der Sitz eine schwierige Variation. Ich gehe nämlich nach unten und nehme mein freies Bein hinter mein Standbein. Was hier falsch ist, ist, dass ich bei der Sitzposition nicht tief genug bin. Deswegen wird diese Sitzposition auch gar nicht gewertet. Das passiert leider extrem oft bei Wettbewerben, dass Läufer probieren, ein höheres Level zu bekommen in einer Kombinationspirouette, auch schwierige Variationen zeigen, dabei aber nicht in der Basisposition bleiben. Man ist beim Wettbewerb aufgeregt, man möchte schneller zum nächsten Element gehen und viele denken sich, dass der Sprung ist wichtig, ich muss unbedingt den Achsel springen, ich muss unbedingt den Achsel stehen und vergessen dabei die Pirouetten komplett, was auf gar keinen Fall sein darf. Also, nochmal zusammengefasst, was müssen wir bei den Pirouetten beachten? Es gibt 3 Basispositionen, die Waageposition, die Sitzposition und die Standposition. In jeder Basisposition muss ich mindestens 2 Umdrehungen drehen, wirklich 2 Umdrehungen, damit sie gewertet wird. Und ich muss in der Basisposition die erforderlichen Kriterien erfüllen, damit diese auch gezählt wird. In der Sitzpirouette muss der Po unterhalb des Knies sein, in der Waagepirouette muss das freie Bein überhalb des Pos sein. In der Kombinationspirouette müssen wir alle 3 Basispositionen zeigen, um die komplette Punktzahl dafür zu bekommen. Wenn wir nur 2 Basispositionen zeigen, bekommen wir ein V, wie bereits erklärt. Und sollten wir nur eine Basisposition in der Kombinationspirouette zeigen, die tatsächlich gewertet wird, dann wird die komplette Pirouette rausgestrichen. Ich hoffe, dass ich mit diesem Video dem einen oder anderen helfen konnte. Ich kann einfach aus eigener Erfahrung sagen, dass ich oft Gespräche mit Eltern geführt habe und ihnen gesagt habe, hier schaut mal, diese Pirouette, die der Läufer gerade macht, die wird nicht gewertet. Da haben die Eltern einfach nur verwundert geguckt und meinten, die sieht aber sehr schön aus. Ja, natürlich sieht schön aus, aber wenn die Waage zu tief ist und die sitzt zu hoch, dann zählt sie nicht, dann kann sie so schön aussehen wie sonst was. Dann wird sie aber nicht gewertet. Deswegen achtet bitte immer drauf. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt das gerne in die Kommentare rein. Und nochmal, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund. Ciao.